Moin Leute, mein letztes Video zum Thema SAT Multischalter hat ja ganz schöne Wellen geschlagen und viele von euch haben mir sehr hilfreiches Feedback in den Kommentaren mitgeteilt. Deswegen möchte ich mir das nochmal hier in diesem Video etwas näher anschauen und auch etwas gerade rücken, denn es war ja alles dabei, von Unikabel bis hin zu Streaming ist ja sowieso billiger. Das alles schauen wir uns heute hier in diesem Video mal etwas näher an. Kommen wir dann gleich mal zu den aktiven Kommentaren einiger Zuschauer. Ich habe mir mal hier einige aufgeschrieben. Einige von euch haben hier gezielt nachgemessen und mal bei ihren Multischaltern, SAT-Multischaltern geschaut. Hier war ja alles dabei, von Altgeräten, die um die 15 Watt gezogen haben und sogar Neugeräte, die von einem Fachelektriker eingebaut wurden und im Standby 7 Watt Standby gezogen haben. Das heißt, hier haben wir doch ganz schöne Stromverbräuche bis zu 130 kWh im Jahr. Da lappert sich doch ganz schön was zusammen. Also wie gesagt, es macht wirklich mal Sinn, bei solchen Geräten nachzumessen wie den Multischalter. Braucht man das wirklich noch? Und wenn ja, lohnt hier eventuell ein Tausch. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, und zwar, warum stromlos nicht immer funktioniert, habe ich das einfach mal genannt. Denn viele von euch haben gesagt, das muss doch auch stromlos gehen. Es gibt hier auch Systeme, wo man komplett ohne Strom, ohne Multischalter klarkommt. Ja, diese Systeme gibt es auf jeden Fall. Ich hatte das ja auch schon im Video angesprochen. Es gibt auch Multischalter, die keinen Strom brauchen. Die ziehen ihren Strom direkt aus dem Receiver oder ihr könnt den Receiver auch direkt an euer LMB anschließen. Wichtig hierzu, müsst ihr aber auch das LMB dann dementsprechend tauschen und die dementsprechende Technik haben. Warum das bei mir nicht funktioniert hat, kann ich euch ganz einfach erklären. Wir schauen mal kurz auf meinen Bildschirm. Ich habe hier mal eine kleine Grafik vorbereitet. Hier sehen wir nämlich die SAT-Schüssel und die Kabelverbindung. Denn bei mir ist das Hauptproblem der Kabelweg. Dieser ist bei mir deutlich über 50 Meter. Wie lang genau, kann ich euch gar nicht sagen. Das geht durch viele Ecken, unter Putz und weiß der Geier wo lang. Und auch ganz wichtig, ich habe uralte Kabel teilweise liegen. Diese haben eine sehr hohe Signaldämpfung, eine hundsmiserable Schirmung. Es ist halt einfach nur uraltes Kabel und das führt zu massiven Problemen, wenn man sowas umsetzen will. Ich habe es euch in der Grafik hier einfach verdeutlicht. Ihr seht, das Signal kommt von der SAT-Schüssel, geht zum Fernsehen und hier habt ihr dann den altbekannten, ja, ich nenne es einfach mal digitalen Pixelmatch oder irgendwelche Fragmente oder Fehler, die dann hier ausgegeben werden und das Bild ist eigentlich nicht mehr brauchbar, weil einfach auch beim LMB die dementsprechende Umschaltspannung nicht richtig anliegt oder ankommt. Deswegen ist das bei mir nicht möglich gewesen und wichtig, ich wollte ja so günstig wie möglich auf die 0 Watt in den Standby kommen und da war wirklich der Multischalter, diesen hatte ich für um die Bahn 60 € gekauft. Denn ihr habt es ja in meinem letzten Video im Rechenbeispiel gesehen, ich habe ihn mit meiner Stromersparnis locker im 2 oder spätestens 3 Jahren raus. Dann kommt ein weiterer Einwand von vielen meiner Zuschauer, nimm doch einfach Unikabel oder das Unikabel LMB, kauf dir einfach ein Unikabel LMB, die gibt's ja schon ab 40 € und du hast das ganze Zeugs gespart und es läuft dann auch alles mit Unikabel. Ja, das ist natürlich ein sehr sinnvoller Einwand, wenn ihr hier neu baut oder neue SAT-Anlagen auf euer Haus bringt, ist Unikabel wahrscheinlich der Weg der Wege, den ihr gehen solltet. Aber gerade beim Altbau oder wenn ihr so alte Anlagen umbaut, wie ich das jetzt gerade eben gemacht habe, kann das zu Problemen führen. Ich möchte euch einfach mal einige Probleme mitgeben, die ihr hier unbedingt beachten müsst. Wir haben auch hier wieder eine schöne Grafik. Auch hier ist wieder wichtig zu erwähnen, Unikabel ist ein System, was auch eher auf kürzere Kabelwege setzt oder auf sehr gut geschirmte Kabel. Das heißt, in meinem Fall würde ich empfehlen, die Kabellänge von 40 Metern nicht zu überschreiten oder ihr braucht wirklich nagelneue, sehr gut geschirmte Kabel, da können auch vielleicht ein paar Meter mehr rauskommen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viel Meter ihr schon mit Unikabel realisiert habt. Dann ganz wichtig, wir brauchen natürlich ein anderes LMB und zwar ein Unikabel LMB, aber damit ist das leider nicht beendet, denn hier kommen noch ein paar andere Kosten auf uns zu. Neben dem neuen LMB braucht ihr, wie gesagt, auch gute Kabel und ganz wichtig, wenn ihr die Kabel in irgendeiner Form nochmal verteilen wollt, benötigt ihr einen Diodenentkoppler, den müsst ihr hier noch mit einplanen und ganz wichtig, die Enddosen. Hier können nicht irgendwelche uralten Enddosen wie bei mir, Enddosen, die 20 oder 30 Jahre schon im Haus eingebaut sind, verwendet werden. Hier braucht ihr spezielle Unikabel-Enddosen, die auch hier für dieses System geeignet sind und das durchgeben können. Gerade die Energie muss nämlich hier in 2 Richtungen durchgegeben werden können und das können uralte Dosen meistens nicht. Ein nächster Knackpunkt ist der TV oder der Receiver. Die Endgeräte müssen Unikabel verstehen. Ja, die neuen Endgeräte können das in der Regel fast alle, aber viele ältere Geräte, ältere Fernseher oder ältere Receiver können es
eben nicht. Ihr habt ja ein spezielles Receiver-Menü, das macht ihr auf und dann müsst ihr dann wirklich eingeben, dass ihr mit einem LNB kommuniziert, was Unikabel unterstützt und erst dann funktioniert die ganze Geschichte. Dann wird das so aufgebaut, wie ihr das hier seht und somit funktioniert das mit Unikabel wirklich gut, aber das ist dann doch eher für den Neubau gedacht. Das heißt, wenn ihr das System neu aufbaut oder wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass das System, was ihr verbaut habt, das mitmacht und auch alle Endgeräte das mitmachen. Wenn ihr hier sehr viel alte Technik habt, macht das wahrscheinlich keinen Sinn und das wäre auch in meinem Fall gewesen. In meinem Video ging es ja darum, wenig Geld in die Hand nehmen, das System nochmal am Laufen halten lassen und dann soll es einfach weitergehen. Wie gesagt, mein Umbau hat irgendwas um die Bahn 60 € gekostet und damit läuft das System und das läuft wahrscheinlich jetzt auch 5, 10 oder 20 Jahre weiter, sofern es dann überhaupt noch SAT-TV gibt. Das heißt, wenn ich Glück habe, hält das System, bis die Satelliten abgeschaltet werden. Und zu guter Letzt mein Lieblingskommentar, der am meisten aufgetaucht ist oder in diversen Kommentaren mit eingebaut war. Das Streaming. Wir streamen alle nur noch und das Streaming ist das Fernsehen der Zukunft. Nichtsdestotrotz haben einige Zuschauer auch gleich wieder kritisch geantwortet. Auch Streaming verbraucht Strom. Besonders solltet ihr hier aufpassen, wenn ihr mehrere Fernsehgeräte im Haus habt. Habt ihr dann meistens diese Streaming-Sticks in die Fernseher hinten eingesteckt. Dann ist dann hier so eine Fernbedienung dabei. Wir können dann schön durch unser Fire TV, Google TV oder sonst irgendwas durchseppen. Aber diese Streaming-Sticks brauchen natürlich auch Strom. Und ganz wichtig zu erwähnen, die ganze Infrastruktur läuft auch nicht ohne Strom. Ihr habt dann dementsprechend ein Modem, ein Kabelmodem oder irgendwas Ähnliches noch im Haus installiert. Das läuft sogar 24/7 und hat wahrscheinlich einen deutlich höheren Stromverbrauch als euren Multischalter oder Multisat-Schalter. Dieser hat wahrscheinlich sogar einen geringeren Stromverbrauch als euer Modem. Das ist nämlich der Knackpunkt. Das Streaming an sich verbraucht wahrscheinlich deutlich mehr Strom als die Sattschüssel auf dem Dach. Außerdem kostet das Streaming in der Regel immer Geld. Auch wenn ihr kostenlose Streaming-Dienstes nutzt, müsst ihr eure Internetleitung trotz alledem bezahlen und ihr blockiert den Traffic im Internet durch euer Streaming, denn das Streaming belastet auch sehr stark die Netze, weil das mit den höchsten Datenverkehr überhaupt im privaten Segment verursacht. Und wenn dann 3, 4 oder 5 Leute im Haus anfangen rumzustreamen, braucht ihr erstmal eine ordentliche Internetleitung. Da ist nichts mehr mit einer 16er Leitung von der Telekom, die hier schon seit 10 oder 15 Jahren angemeldet ist. Hier braucht ihr mindestens eine 50er oder 100er Leitung oder am besten natürlich Glasfaser, wie ich es auch habe. Und das kostet dann auch nochmal richtig Geld. Deswegen ist die SAT-Lösung für viele eine sehr günstige Art und Weise, an ihr Fernsehprogramm dran zu kommen. Kommen wir zum Fazit. Fazit von mir, die Universallösung gibt es nicht. Ihr müsst immer eine Lösung finden, die zu euch passt. Was war überhaupt mein Ziel mit dem letzten Video? Ich wollte einfach nur schnell, günstig Strom sparen. Ich habe einen Multi-Switch-Schalter oder einen Multi-Sat-Schalter gekauft, der um die 60 bis 70 € kostet, habe ihn eingebaut und habe meine Stromkosten mit einem Schlag um 30 bis 40 € im Jahr gesenkt. Das heißt, ich habe in 2 bis 3 Jahren ohne Probleme wieder raus. Wenn ihr natürlich Interesse an weiteren Stromsparideen habt, teilt es mir doch unten in den Kommentaren mit, so kann ich eventuell auch nochmal Folgevideos dazu machen. Wenn ihr weiteres Feedback zu diesem Video habt, auch immer unten in die Kommentare rein. Vielleicht gibt es nochmal ein Folgevideo dazu. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und ihr könnt auch gerne meine Homepage besuchen. Dort habe ich auch eine kleine digitale Kaffeekasse. So könnt ihr mir eventuell auch einen kleinen digitalen Kaffee ausgeben oder hier meine Projekte unterstützen. Also, vergesst nicht das Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.